Alrighty then und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti und wir nehmen hier auf EU18 gerade auf an Montag 0:54 Uhr. Also das Serverstartwochenende ist quasi so gut wie rum. Ganz kurz mal ein Überblick in der Ehrenhalle. Also es haben dann doch einige Spieler gepusht über Level 200. Die meisten wirklich auch an Tag 3 fertig gewesen. Das sieht man auf manchen Servern echt nicht so häufig, dass da so viele dabei sind. Extrem viele Assassinen hier oben auch. Die meisten von Blem. Auch ziemlich nice. Auch viele Necromancer dabei. Kaum Berserker, wenn man so will. Und Dämonenjäger auch. Also es werden noch manche nachziehen jetzt im Zuge der Woche. Ich sicherlich irgendwann auch. Ich selber hatte aber gar nicht mehr so viel Zeit zum Spielen. Ich hätte mehr machen können, wenn ich gewollt hätte. Aber ich musste tatsächlich noch von 95 auf 118 in den letzten 17, 18 Minuten spielen. Also Sonntag war ich echt nicht so aktiv, wie ich es vielleicht von mir vorab erwartet hätte. Wobei ich eigentlich mal, glaube ich, EU18 sowieso gar nicht so spielen wollte, wie ich es jetzt letztendlich gemacht habe. Also von daher ja, bin ich da jetzt auch entspannt. Und wir kommen noch ein bisschen höher über die Zeit. Das ist auf jeden Fall kein Problem. Jetzt geht es darum, vor allen Dingen die Festung mitzunehmen und auch die Pets. Da möchte ich schon jetzt, wenn es geht, ein bisschen noch loslegen. Und deshalb ist es mir jetzt auch wichtig, dass ich relativ zu Beginn, das war jetzt Quatsch, den einen Angriff zu machen, relativ zu Beginn des Servers oder des Tages meine Angriffe mache. Jetzt muss ich natürlich aber mal schauen, wie ich das am besten löse, weil Feuer sieht leider gar nicht so geil aus. Da fehlt mir noch eine Frucht hier und da vielleicht. Na, haben wir das Glück. Wenn wir mal über die Expedition gehen, hier ein paar Früchte zu bekommen in der Auswahl. Das ist ja direkt, ja, haben wir das Glück. Perfekt. Also 5000 Holz wären zwar auch sehr fesch, würde ich mitnehmen, aber das ist noch im Rahmen. Jetzt brauche ich natürlich das Ding hier. Ja, gut, sieht gut aus. Da haben wir auch vollen XP. Ja, sobald man das Petnest halt freischaltet, kriegt man dann auch gleich die Früchte zum Füttern. Das ist ganz gut. Ich denke, jetzt kann ich den noch besiegen. Jetzt bin ich auf 8. In der Hinsicht, dann gehe ich jetzt doch mal auf Earth. Hoffe, ich gewinne. Ja, aber Glück gehabt, dass wir gewonnen haben. Okay, das ist, da haben wir jetzt einen Gegner, der nicht so gut unterwegs ist. Das ist der Vorteil, wenn man die Pets gleich zu Beginn macht des Tages, dass man da halt vielleicht auf Spieler trifft, die jetzt nicht so stark unterwegs sind. Ja, im direkten Vergleich sozusagen. Ich nehme jetzt mal das mit einfach. Und ja, da gehen wir mal. Sollte passen. Ja, passt. Er hat das Lillipon auch auf 7. Eigentlich mit Feuer. Ja, würde ich aber gerne. Also um hundertprozentig sicher zu gehen, das ist ein bisschen risky. Da jetzt reinzugehen. Aber ich mach's mal. Wir haben Elementvorteil. Ja, okay, perfekt. Hat sich ausgecased. Und das ist der beste Case, wenn wir gleich 5 Kämpfe einfach nur gewinnen. Ja, das ist schon mal ein guter Case. Da sind wir in der Pet-Ehrenhalle erstmal ordentlich dabei. Dazu müssen wir natürlich auch in den Verteidigungen entsprechend gewinnen. Und da habe ich natürlich auch schon eigentlich hier ein bisschen gegen ihn verschenkt, auf jeden Fall, da ich eben mit einem 4er Lillipon dabei war. Also sonst hätte er mich jetzt tatsächlich nicht geschlagen, er auch. Ja, gut, habe ich mich selber ein bisschen runtergedroppt. Er hat 0:2 angegriffen, das ist echt zeitig. Aber wenn man halt genug Früchte hat, gleich upgraden die Pets und halt die Angriffe farmen, das ist eigentlich am sinnvollsten, ja, weil die Gegner sind halt schwächer, wenn die auch noch nicht gespielt haben. Das werde ich jetzt versuchen mitzunehmen, ganz klar. Und ja, aufgrund der mangelnden Zeit bin ich halt hier nicht mehr weitergekommen. Ich habe mir noch relativ zum Schluss eine Waffe besorgt im Epic Event. Damit bin ich dann auch hochgekommen. Ich glaube, ohne SF-Game Tools zu nutzen, dass wir den Dungeon hier schlagen können. Man kann sich mal einen Fight hier angucken. Also ja, wenn man schon ja, häufig über die Hälfte kommt bei Mages, ja, egal ob du jetzt Kundi bist oder Berserker, also dann geht der Dungeon, ja. Deshalb, ja, okay. Das war dann doch machbar. Dann nehmen wir gleich den mit hier.
ja, also ich habe ihn noch nie im First Try besiegt, mich selbst sozusagen. Also das Spielgebiet noch nie. Auf keinen einzigen Server habe ich das bisher geschafft. Aber ja gut, ist dann halt so, ne? Müssen wir mitnehmen. Moment, habe ich das jetzt richtig hoch? Ja. 5 Attribute Epic nicht optimal gegen Magier, dennoch für die Mordmaschine. Es sieht so aus, als sollte es reichen. Das liegt natürlich daran, dass wir bei The World Guard recht gut unterwegs sind, mit der Gilde gute Steine bekommen haben. Dorsa wird diese Aussage lieben, sage ich mal so. Da gab es so einen Running Gag eigentlich die ganze Zeit. Ja, in der Gilde sind halt auch viele Leute dabei, die hier ja, sehr krass mitspielen. Also ich bin halt so mittendrin statt nur dabei. Dass das so weit geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass so viele Leute auf EU18 halt pilzen. Also da sieht man vielleicht, dass es doch einen Unterschied macht, dass der Server später kam als erwartet. Der Elevator ist natürlich auch ein bisschen hilfreich für so einen Serverstart, um da Sachen zu schaffen. Wir haben natürlich auch viele Paladine dabei auf dem Server allgemein, aber davon sind jetzt wohl doch auch schon 2, mindestens über 200 und Belzebios zum Beispiel, er hier, könnte es sicherlich auch noch schaffen. Also es ist echt munter aufgeteilt. Es fehlen eigentlich, sogar Battlemage haben wir über 200. Also ich weiß nicht, was er ausgegeben hat hier, der Kollege. Weil das ist wirklich extrem, wenn du Berserker spielst und SF-Game-Tools nutzt. Dann habe ich mal so die gleichen Werte dann eingegeben und habe einfach mal die Klasse gewechselt. Und da habe ich gesehen, ja doch, der Paladin, der ist auf jeden Fall interessanter als der Krieger, aber der Battlemage, ja, der Battlemage kommt halt komplett unter. Klar kriegt er nochmal einen oder anderen Stat-Bonus dazu, aber trotzdem ist es deutlich teurer. Also ich sag mal, ein ineffizienter Spieler wie ich hat jetzt hier 200 € investiert für dieses Ergebnis. Das ist sicherlich auch günstiger machbar oder man kommt auch weiter, wenn man so will. Klar, Restpilze habe ich ja noch und wie gesagt, wenn man den Dungeon jetzt schafft, geht's ja dann, wird es ja auch gleich wieder weitergehen. Aber dann kommt ja so ein kleiner Levelbereich, wo man bis zum Portal eigentlich auch ja, nicht so viel machen kann, beziehungsweise ohne Epic Event. Also der geht auf jeden Fall. Kann man ein paar Tries nehmen. Aber darum soll es nicht gehen. Für mich ist der Server ja nicht ganz so relevant. Trotzdem ist es schön, jetzt erstmal hier dabei zu sein. Man hat das Gefühl, dass World Guard auf der 1 spielen kann. Im Elevator. Schauen wir uns das Ganze mal an. Schöne Boni im Übrigen kann man natürlich sehr gut für die Upgrades auch nutzen. Ja, also man kann ja jetzt hier schon locker mal 1, 2 Items auf 10 upgraden, was heftig ist. Das sind auch nochmal gute Stats-Boost. Die sind nicht unrelevant. Ich bin hier ja, auch so ähnlich wie im Level unterwegs. Ja, also ich habe tatsächlich jetzt natürlich, weil ich den Push jetzt zum Schluss gemacht habe, war ich noch gar nicht so weit oben in der besten Etage. Das kann ich jetzt noch nachholen. Im Moment ist World Guard aber auch noch auf der 1. Also vielleicht ist das die einzige Gilde, ne? Wenn ihr gestern meinen Elevator Reward oder Elevator Zwischenstand Video gesehen habt von den anderen Gilden, habe ich ja gesagt, dass ich auf dem Main-Char eigentlich gerne ein Profilbild hätte. Das sieht im Moment ja nicht so aus, aber auf EU18 könnte es ganz gut funktionieren. Was halt auch interessant ist, im LEM hat viele High-Level-Chars, aber im Vergleich nur 176.000 Held-Tokens. Also da müssen wir mal schauen, ist die Gilde wahrscheinlich sehr krass durcheinander gewürfelt. Durchschnittslevel 111. Na gut, so viel schlechter ist es nicht, aber die haben natürlich deutlich mehr Spieler, auch die vom Level her, von der Stärke her wahrscheinlich dann, ich weiß nicht, ob das alleine den Unterschied macht. Ja, wir können auf jeden Fall hier höher rangehen. Ich gehe jetzt hier mit Schokolade durch, um mich da auch nochmal in eine bessere Position zu stellen. Wo liege ich dann im Schnitt? Schauen wir uns gleich mal an. Gehen wir halt so ein bisschen durch. Also EU18 wirkt doch ein bisschen stärker. Und das, obwohl es ja anscheinend auch jetzt den einen oder anderen einen Bug getroffen hat. Da weiß ich jetzt nicht, wie stark sich das ausgewirkt hat, wie dieser Bug, also es ging wohl irgendwie darum, dass sich keine Alu resettet hat. Ich habe jetzt noch nicht viel dazu gelesen. Wenn dazu jemand mehr weiß, kann er gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe das Thema jetzt halt auch zwar auch schon mal im Discord gelesen gehabt, aber dann hat ja auch der Capso in seinem Video am Wochenende das thematisiert, dass er vielleicht sogar deshalb gar nicht auf EU20 starten will. Und EU20, also das wäre echt schade, wenn da sein ganzes Gildenprojekt da überhaupt nicht stattfindet, weil EU20 wird ein heftiger Server. Ich habe ja das Gefühl, oder ich sage mal,
ich will ja bei den Gem Miners mitspielen und die gehen nicht mit dem Anspruch rein, Top 1 zu werden auf dem Server. Aber man hat natürlich die Hoffnung, in der Top 3 zu gehören, aber das ist halt gar nicht so klar gewesen. Überhaupt, trotzdem es die Gem Miners sind, ja. Deshalb hätte es auch nicht den Anspruch unbedingt, dass die Gilde wirklich Top 3 sein muss, weil halt die Konkurrenz, die Planungen sehr weitreichend sind auf dem Server. Und Capsus Gilde gehört da eigentlich auf jeden Fall dazu. Und ich hoffe, dass sich das Problem mit diesem Bug halt löst, sodass ja, Capsus vielleicht doch sagt, EO20 macht er mit. Wobei es, glaube ich, darum ging zu sagen, ob er das überhaupt machen will. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ob er überhaupt trotz so viel Zeit und Geld investieren will für einen Serverstart, wenn man halt nie sicher sein kann, dass durch Bugs irgendwie ein gewisser Nachteil entstehen kann. Also ob das jetzt so ein generelles Ding ist oder sich doch noch mehr auf den Bug bezieht, werden wir sehen. Ja, 96 ist, glaube ich, hier der Breaker, ne? Ja. Bin ich trotzdem ganz gut dabei eigentlich, ja. Dadurch, dass vielleicht nicht jeder hier Schokolade mitgenommen hat, ja, gut, die sind vom Level her auch nicht viel höher, ja. Also das ist so das Optimum. Jetzt kann ich natürlich nochmal schauen, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ja, jetzt waren hier nochmal Früchte nämlich dabei beim Elevator. Das ist nämlich stark zum Serverstart, die Früchte. Es ist ja nie Pet-Event zum Serverstart und jetzt haben wir ausreichend Früchte im Elevator bekommen, ab Etage, also 70, da war jetzt alles dabei. Und das ist halt auch wichtig für den Pet Progress und in der Verteidigung. Also klar, ich war jetzt bei Erde, muss man dazu sagen, Erde habe ich halt wirklich auch erst an Tag 3 das Pet bekommen. Alle, die an Tag 2 hier schon Erde hochgelevelt haben, die haben da einen Vorteil. Bei den anderen Elementen bin ich da ja ein bisschen besser unterwegs gewesen. Also bei Water fehlt mir zwar irgendwie auch einer und bei Feuer, da hatte ich dann eine Frucht zu wenig pro Tag. Aber trotzdem ist Erde eigentlich meine schlechteste Defense. Also wenn es darum geht, auch in der Pet-Ehrenhalle weit vorn zu bleiben, könnte ich da ganz gut durchkommen. Ich muss jetzt zusehen, dass ich die Alu am Tag spiele, dass ich die Pets, die mir jetzt fehlen, auch auf jeden Fall besorge. Da gucke ich mir gleich nochmal an. Also genau, Slurp. Okotake könnte ich sogar jetzt noch finden. Den besiege ich vielleicht noch. Den kann man am Tag finden. Also müssen wir mal schauen, ob der wirklich fällt. Der geht. Kann aber auch sein, dass er mit Level 10 J-Clops nicht funktioniert. Das ist halt der Vorteil. Wenn man jetzt Tink gespielt hätte, würde der fallen auf jeden Fall. Aber ich könnte auch in die Pet... 334, das kann durchaus sein, dass... 124. Da hat man schon das Gefühl, der muss doch fallen. Aber bei den Pet-Fights ist es wirklich sehr krass in der Berechnung. Da gibt es dann manchmal einen großen Sprung. Das kann bedeuten, dass ich 0,0% Chance habe jetzt im Moment. Das kann wirklich so sein. Das muss ich mir mal in den Pet-Tools vom SF Game Tools Simulator mal anschauen. Das ist auch During the Day. Und das ist auch During the Day. Vielleicht könnte ich natürlich jetzt schnell noch versuchen, Nacht jetzt zu bekommen, um ihn definitiv zu haben. Aber die Tagespets sind eigentlich wichtiger. Also, schauen wir mal. From Moldy Forest war jetzt wahrscheinlich... Moldy Forest war jetzt nicht dabei. Und natürlich gehen die Alu jetzt auch länger. Also die Wahrscheinlichkeiten werden halt nicht besser. Aber gut, ist so, ja. Also, ne, Elevator läuft auf EU 18. Ist ganz nice. Heletech ist noch in Progress, da müssen wir warten. Da kommen natürlich jetzt noch ein paar Punkte hinzu. Aber die Gilde, ja, ist heftig. Auch Neutral hat ja hochgepusht. Ja, ich weiß gar nicht, er wird bestimmt gestreamt haben. Aber ja, manche Spiele sind jetzt hier schon auf 240 unterwegs. Das ist halt auch schon heftig. Spaghetti, man kennt ihn. Also der Name ist auf jeden Fall Programm. Die Server habe ich mir alle angeguckt. Please stop building Fortress Defense. Wo steht er denn, Spaghetti, in der Fortress Lernhalle? Weil ich spiele ja auch keine Festungspartnerschaft. Spaghetti ist sogar sehr weit oben. Anscheinend doch auch das Problem, dass hier viele Verteidigungen ausgebaut haben. Man kann im Upgrade-Level immer so ein bisschen da schauen. Hier sind auch viele unterwegs aus verschiedenen Gilden, wo ich vielleicht denke, die haben keine Verteidigung. Also krass, die sind echt sehr weit oben im Fight-Business. Aber da habe ich auch am Wochenende schon mal viel zu wenig Angriffe gemacht. Da komme ich, die haben schon 5000, die haben 5000 Ehre mehr als ich. WTF. Also sind auch schon heftig ausgebaut, würde ich jetzt mal meinen. Nee, warte mal, Quatsch. Jetzt habe ich ein bisschen Quatsch erzählt.
die sind bei 300 bis 400 Ehre höher als ich. Aber das, ja, das sind viele, viele Angriffe, die ich nicht gemacht habe. Aus Zeitgründen. Da bin ich schon im Hintertreffen. Ich kann noch ein paar Ausbauten machen, ein bisschen Ehre hoch zu pushen. Also der Ausbau hängt vielleicht auch ein bisschen daran. Aber da komme ich wahrscheinlich nicht mehr hoch so schnell. Das schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich habe hier schon ein paar Leute auch dabei, die viele Ressourcen geben. Also für Festung 10 ist es alles überhaupt kein Thema. Also bis zu 10 ist kein Thema. Höher wird man sehen, wie schnell man da kommt. Ja. Zum Abschluss nochmal einen kleinen Nachtrag mit einer coolen Sache. Also was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft? Den Arena-Manager habe ich komplett vergessen. Muss ich mal so sagen, ja. Ich habe wenigstens noch dran gedacht, mir den Speed Boost zu kaufen. Jetzt können wir den Gold Boost mitnehmen. Also ich hatte jetzt nicht den Fokus hier auf den Arena-Manager. Wie gesagt, der Server wird jetzt nicht so krass von mir bespielt langfristig, aber trotzdem ist es ein bisschen doof gewesen, einfach gar nicht dran zu denken. Da habe ich jetzt einen Tag verloren beim Arena-Manager, aber das ist nicht so schlimm. Was ich auch verpasst habe, sind die Tagespets mir zu holen. Also Nachtpets habe ich bekommen. Das ist aber nicht ganz so tragisch, denn ich warte jetzt eigentlich darauf, dass die Pets jetzt resettet werden und dass wir jetzt hier wieder angreifen können. Vielleicht geht es jetzt schon. Ja, jetzt geht's los. Da müssen wir gleich mal upgraden. Das Ganze. Hier können wir auf jeden Fall nochmal einen Fight starten. Die XP mitnehmen. Auch den finden wir am Tag. Das ist natürlich jetzt noch mehr Pets, die wir am Tag finden können. Das wird schwierig über Expeditionen. Also ich habe 150 Alu gebraucht, um einen Schattenpet in der Nacht zu finden. Also wahrscheinlich werde ich nicht alle finden. Ja, auch der ist during the day. Das wird sich wahrscheinlich jetzt auf 2 Tage hochspielen. Aber ja gut, damit muss ich jetzt leben. Ich habe mir ein paar Sanduhren über den Schwarzmarkt gekauft, sozusagen. Über die 100 Pilze, damit ich jetzt über den Tag ganz gut komme. So. Ja, das haben wir auch during the day. Also ich werde schon einige Pets finden, ne? Ist klar, weil wir halt so viele finden können. Da wird es unwahrscheinlich gar keins zu finden. Aber ja, man könnte überlegen, auch halt auf einen Tag lang jetzt nur auf sozusagen Quests zu spielen. Wir haben eigentlich genügend Früchte parat. Aber das ist auch noch, weiß nicht, muss ich mir überlegen. Also ich glaube, so wichtig sind die Pets mir jetzt nicht. Also da kommt es auf einen Tag mehr oder weniger nicht an. Ich rechne damit, dass wir locker 3 Pets finden können, weil wir halt so viele haben, die wir finden können. Und die nächsten sind ja dann auch nicht mehr unmittelbar am Tag, beziehungsweise dann unter schwereren Bedingungen zu finden, sagen wir es mal so. Auch wenn ich hier zum Beispiel den Montag hier bei Walrufin schon nicht mehr schaffe. Das ist ein bisschen blöd. Aber schauen wir gleich nochmal in die PvP-Geschichte rein. Ich würde jetzt einfach mal versuchen, reinzugehen. Das war okay. Da gehen wir hier rein. Auch okay. Da gehen wir hier rein. Auch okay. 19 Invictus. Halleluja. Also, da muss ich schon Glück haben. Wahrscheinlich werde ich den Fight verlieren. Ich gehe jetzt mal mit dem Schwächeren rein. Nein, ich habe ihn gewonnen, weil er nicht nur ein Pet gelevelt hat. Das ist natürlich... Oh, nochmal. Okay. Das ist natürlich sehr geil, wenn man zweimal den gleichen Gegner bekommt, die an halben Punkte schmecken. Und wir stehen jetzt auf Rang 3 in den Pets. Halleluja, mit nur 13 gefundenen Pets. Heiliges Blechle. Aber, die Verteidigung wird natürlich auch schwerer, weil wir hier nur, also ich muss auf jeden Fall hoffen, dass ich die beiden Pets heute jetzt so bald bekomme, also um 7 oder so. Also ich werde jetzt bestimmt ein paar Mal angegriffen werden, werde den Petrang wieder verlieren. Der Petrang ist prinzipiell egal, aber immerhin habe ich es mal auf Rang 3 geschafft. Yes! Trotzdem ich ein bisschen was verpennt habe. Was ganz gut lief, ist, dass ich über meine erste Aura direkt ein neues Schwert bekommen habe. Wir haben ja kein Epic-Event mehr. Rechts raus ist, ja, könnte besser sein, aber hey, immerhin wirklich was richtig, richtig Gutes. Schade ist nur, dass ich es jetzt nicht mehr einwerfen kann, aber was ist jetzt passiert? Ja, wir nehmen es so mit. Ich kann natürlich jetzt wieder stärkere Steine finden, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall nicht in Skipping dafür, das ist Quatsch. Aber, ja, also mit der Waffe, denke ich, können wir den dann hier auch noch schlagen. Dann sind wir ja im Prinzip, ja, genau, und schon erledigt das Ganze, den wahrscheinlich auch noch. Und dann gehen wir nämlich hier schon bald
in den Twister rein, ab 130. Und in dem Twister kann man wieder sehr gut farmen. Man kann Gold farmen. Nicht viele Level am Anfang, aber Gold auf jeden Fall. Also 50, 60 Etagen kann man locker machen. Und ja, das mache ich jetzt nicht mehr im Video zwingenderweise. Vielleicht können wir den Nightfall auch gleich noch besiegen. Also die neue Waffe, die hat auf jeden Fall jetzt geschmeckt. Das ist ein gutes Timing. Also ja, PC, ne? Ich weiß es eigentlich nicht viel. So, wir machen jetzt noch den Nachtroll kaputt und den Twister gehen wir dann über den Tag rein. Jetzt haben wir natürlich noch eine Sache gleich zu bereden. Vielleicht will er doch nicht. Vielleicht mache ich das später. Wieder nicht die Festungspartnerschaft. Ich habe schon Attacks gemacht über die Zeit, aber auch nicht so krass. Natürlich das Level-Up jetzt hier, Skippen für Gold ist jetzt deutlich teurer geworden als mit Level 122. Da muss ich jetzt auch über ein paar Partnerangriffe gehen. Das ist 3000, also im Notfall mache ich das mal. Wir haben jetzt nicht viele Fortress Defenses, weil ich halt sehr viel in der Arena gemacht habe. Ja, aber dann nehme ich halt sowas mit. Also es bringt Ehre und es bringt ein bisschen Ressourcen. Ich denke, ich werde heute die Festung skippen im Laufe des Tages, damit es hier weitergeht. Und ich bin aber noch ein bisschen weit davon entfernt, tatsächlich die Gemmine auf 10 zu ziehen. Also das wird vielleicht auch erst ein Thema etwas später. Wir haben zwar hier noch viele Ressourcen am Start, ja, aber ich muss auch die Ritterhalle zwischendurch mal hochziehen. Und wie gesagt, die Angriffe geben nicht so viel her. Der Vorteil ist aber, natürlich höhere Festung bedeutet, dass ich in den Expeditionen viel mehr Ressourcen bekomme. Und wenn wir kein Pet finden, dann brauchen wir die Ressourcen von Holz und Steine, genauso wie auch über das Glücksrad bzw. über den Hütchenspieler. Das bringt schon mehr. Die Attacken bringen zwar weniger, aber das andere bringt mehr. Jetzt haben wir auch den Twister. Let's go, komm. Nein, geh mal rein. Und das ist halt hier, diese Items bringen sehr, sehr viel Gold. Das ist sehr gut zum Farmen. Und dann müssen wir jetzt, sag ich mal, bis Level 170 oder so kommen. Dann ist die Schattenwelt dann halt kein Problem. Die ist jetzt noch nicht freigeschalten. Ja, hier, das ist sehr geil. Bringt alles sehr viel Gold. Und was nicht viel Gold bringt, können wir halt dismanteln. Ja, das ist jetzt der Way to go. Und das kann man jetzt auch nach dem Serverstart entspannt machen. Das machen einige. Ich bin ja halt vom Level also knapp unter dem Durchschnitt. Das können einige Spieler hier machen. Also The Box zum Beispiel auch auf 130. Der kann jetzt einen Twister hochgehen. Wie gesagt, 50, 60 Etagen gehen auf jeden Fall. Das ist dann vielleicht ein Level-Up auch oder zwei. Zwischendurch kann man eben, wie gesagt, auch noch skillen und dann den Nightfall besiegen. Und der bringt natürlich extrem viel XP. Und dann haben wir hier auch wieder ein Pflicht-Epic beim Panther. Das ist, glaube ich, ein Geschickgegner. Also wenn man den dann besiegt, hat man vielleicht auch das Glück, ein geiles Epic zu finden. Man könnte natürlich auch im Laden blättern ohne Epic-Event. Das geht auch. Das machen manche. Aber das ist zu teuer. Deshalb würde ich sagen, gehen wir nur noch mal final rein in den Elevator, wie es da jetzt dann aussieht. Wir haben jetzt 0:08 Uhr am Dienstag, also an dem Tag, wo ihr das Video tatsächlich seht. Das sind natürlich nochmal schöne Upgrades. Ja, der Elevator hilft in der Festung. Das habe ich wieder vergessen. Hell-Attack ist in Progress. Erstmal wieder Schokolade farmen. Das ist jetzt halt viel einfacher. Aber das will ich jetzt gerade nicht machen. Das machen wir außerhalb des Videos. Wir haben uns auf Rang 1 gehalten. Ein bisschen haben die anderen Gilden rangepusht. Da war das sehr knapp. Jetzt sind wir wieder vorne dran. Wobei man noch sagen muss, hier ist es auch sehr knapp. Also Freibad bis Primordial, die sind alle sehr nah beieinander. Dothraki Beast im Lem. Worldcard hat sich ein Stück weit nach vorne geschoben. Das heißt jetzt nicht, dass wir wirklich dann am Ende Erster sind, aber es sieht im Moment ganz gut aus. So, wir haben ja jetzt ungefähr schon die Mitte des Elevators erreicht und dementsprechend, ja, wenn wir es weiter beobachten, ich mache jetzt meine Held-Tokens noch und ja, vielleicht komme ich heute auch über Etage 96. Das ist machbar. Ich habe es ein paar Mal versucht schon am letzten Tag. Da war ich einmal sehr knapp dran gescheitert. Also ich denke, da kann ich auch ein bisschen höher gehen. Aber auch das ist jetzt nicht der